Nach dem ersten Semester ging es endlich in die wohlverdienten Semesterferien. Entspannen am Rostocker Strand, gemütlich den Hobbys nachgehen und vielleicht den ein oder anderen Aushilfsjob machen. War auf jeden Fall kein Teil davon. Denn offiziell gibt es den Begriff Semesterferien überhaupt nicht, sondern nur die vorlesungsfreie Zeit, in welcher du mit Prüfungen und Hausarbeiten vollgeballert bist, zumindest wenn du die Regelstudienzeit einhalten willst. Dabei sind manchmal die Prüfungen per se gar nicht das Schlimmste. Richtig grausam gestaltet sich das Warten auf die Noten. Wenn du also dachtest, dass deine Lehrer lange mit der Korrektur benötigen, warte erstmal auf deine Unidozenten. Was immer sehr witzig wird, wenn du bestimmte Fristen für die Kursanmeldung im neuen Semester einzuhalten hast, du aber noch gar nicht deine Note kennst, um dich für diese Kurse anzumelden. Nach der Prüfungsphase war ich dann endlich im zweiten Semester angekommen. Wow, das ist ja nicht mal ein richtiger Erfolg. Du kannst eh nicht sitzen bleiben. Zu Beginn meines zweiten Semesters war ich erstmal mit der ständig aufgeschobenen Möblierung meiner Wohnung beschäftigt. Ich bin regelmäßig in irgendwelche Läden gefahren, schaute mir die Sachen alle ausgiebig an und habe am Ende doch nichts gekauft, weil ich zu arm für Möbel war. Dann wollte ich stattdessen alternative Do-it-yourself-Möbel basteln, die ich nie umsetzen konnte, weil ich zu arm für Werkzeug war. Also war die Lösung, die Wohnstube bis heute leer zu lassen. In meinem zweiten Semester bekam ich meinen Wochenplan etwas besser gemanagt und fing also an, meine Freizeit mit ein paar mehr außeruniversitären Aktivitäten zu füllen. Rostock liegt direkt an der Ostsee und dementsprechend wollte ich diese Lage auch nutzen. Über den Hochschulsport gab es dabei das Angebot, vergünstigt als Student einen Sportbootführerschein für See und Binnen zu absolvieren. Das bedeutet, dass man danach berechtigt ist, in Deutschland sowas zu fahren. Brumm! Yay! Brumm! Soundeffekte! Woo! Somit war ich während meines zweiten Semesters also auch damit beschäftigt, mir Bootsfahrregeln reinzudrücken, Knoten und Signale zu merken und unter Eiseskälte auf der Warnow das Bootsfahren zu üben. So, Marshall, dann lass mal den Motor an. Das typische Studentenleben also. Nachdem ich die Theorie- und Praxisprüfung bestanden habe und damit offiziell für See und Binnen zugelassen wurde, wollte ich gleich mal auf der Ostsee rumbrettern, bis ich bemerkte, dass ich zu arm zum Leihen eines Jetskis war. Ah ja, gutes Boot, ist 200 € die Stunde. Das Boot hat nicht mal einen Motor. Ah ja, können wir einbauen. Irgendwann mal. Aber dafür konnte ich seit dem zweiten Semester immer mit folgendem Satz bei meinen weiblichen Kommilitonen punkten. Hey, hast du Lust mit mir Jetski zu fahren? Na klar. Das war absolut gelogen. Niemand wollte je mit mir Jetski fahren. Das zweite Semester wird auch bei manchen als das Selektionssemester bezeichnet. Da hörst du dann von deinen Professoren oftmals Sprüche wie: Schauen Sie mal links und rechts von sich, diese Studierenden sind nächstes Semester nicht mehr da. Die waren sowieso nie da. Oh. Aufgrund meines Lehramtsstudiums musste ich im zweiten Semester sehr viele Seminare besuchen, in welchen ich Referate zu halten hatte. Diese Referate waren entweder benotet oder Zugangsvoraussetzung zu Prüfungen. Eines der Referate ist mir dabei besonders gut in Erinnerung geblieben. Wir waren zu dritt. Eine Person übernahm die Recherche, die zweite Person übernahm die Aufbereitung und Präsentation und die dritte Person tauchte gar nicht erst zum Referat auf. Oder vielleicht hat er einfach den Raum nicht gefunden. Nachdem ich dann wieder in der darauffolgenden Prüfungsphase angekommen war, ist mir ein sehr interessantes soziales Muster aufgefallen. Es gibt angeblich immer jemanden, der jemanden kennt, der eine Cousin des einen kennt, welcher laut Gerücht Zugang zu einem Fragekatalog für die nächste Prüfung hat. Und falls euch solche Gerüchte nicht interessieren und ihr einfach ein fleißiger Lerntyp seid, welcher vor allem seine Unterlagen gut strukturiert, dann solltest du dich auf jeden Fall auf Folgendes gefasst machen. So, damit wäre mein Lernordner fertig. Was zum... Darf ich es leihen? 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 Damit war auch das zweite Semester für mich vorbei. Und es ging in die nächsten wohlverdienten Semesterferien. Vorlesungsfreie Zeit. Im nächsten Semester musste ich dann im Gefängnis unterrichten. Was noch so bei mir passiert ist, finde es durch einen Klick hier oben heraus. Mein Name ist Marshall.